Also hallo zusammen und willkommen zum nächsten Dienstagsstream. Ich frage mich, ob die das so aufrechterhalten wollen, Slytherin. Heute geht's, wie wir erfahren haben, heute Mittag schon, übereifrig auf allen Kanälen rausgefeuert, um ein neues 40k-Spiel. Um Warhammer 40K's Battlesector. Star Sector wollte ich schon sagen. Ist rundenbasiert, also nicht durchdrehen, ist leider kein echter Strategiespiel. Aber wir sind natürlich gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ist von Black Lab Games, das heißt, das sind die Leute, die Battlestar Galactica gemacht haben und Vanguard Prophecy oder so, wie das erste Spiel da hieß von denen. Also rundenbasierte Veteranen, die auch von Sci-Fi Ahnung haben. Ich glaube gar nicht, also falls ihr euch wundert, wieso die Kamera heute wieder so komisch aussieht, ich habe heute eine echte Odyssee hinter mir. Eigentlich wollte ich mein Smartphone als Kamera benutzen, aber ja, das hat sich jetzt fürs erste zumindest erledigt. Vielleicht sieht man dann die Tage etwas besser aus. 17 Sekunden. Ich bin super gespannt, wie das Ganze laufen wird heute. Wie immer übersetze ich euch möglichst vieles. Das kommentiere ich auch. Und ja, wahrscheinlich zeigen sie uns jetzt zuerst wieder den Trailer, den wir schon vorher eventuell gesehen haben. Oder ihr vielleicht auch vorher schon gesehen habt. Gibt es auch auf Steam. Oh, das kommt erst mit normaler Slytherin-Ansage hier. Kann natürlich auch gut sein. Ja, Home of Wargamers Live. 3. Edition. Mehr Sci-Fi-Spielchen für uns alle. Prächtig. Hi, I'm Paul from Black Lab Games. It's been a little over 5 years since we started work on Battlestar Galactica. Das ist der Chef in Black Lab Games. 5 Jahre lang haben sie Battlestar Galactica gemacht. The reimagined series. On behalf of the team at Black Lab Games, I just want to say a huge thank you to all the fans who've played our game. Er bedankt sich bei den Fans, die das Spiel gespielt haben in den letzten paar Jahren. Your ideas and suggestions have helped us immensely as we planned expansions, and you've inspired us to continue making a better game. I also want to take a moment to thank our beta testers. The time and effort during the betas. Erstmal ein paar Danksagungen an Beta-Tester und so weiter, also die Leute, die sie unterstützt haben. Thank you for being with us, and thank you for trusting us to tell these stories in the Battlestar Galactica universe. We stood on the shoulders of creative giants, and I really hope we've done justice to the visions of Glenn Larson, Ronald Moore, and the whole of the Battlestar Galactica family. Ja. Weitere Danksagungen. Deswegen sind wir ja nicht hier, deswegen ist das recht irrelevant für uns. Working in the BSG universe has been such an amazing opportunity. Working with such iconic ships and designs comes with a lot of responsibility. Wer mich kennt, der weiß ja, ich finde das Kampfsystem bei den Spielen eigentlich nicht ganz so geil. Das klappt ganz gut. Programming Battlestar has been awesome. I'm especially happy with the battle replay system. Schon wieder ein besseres VR-Game. Nee, danke. Ja. Thank you for playing. Ich hätte auch gerne mal wieder eine Ester-Strategie, aber naja. Ich habe schon versucht, die Spellforce 3-Macher mal anzutweeten oder so, dass die da mal ein neues Warhammer 40k echter Strategiespiel machen sollen. Es soll ja aber irgendeine Besonderheit geben. Tatsächlich im Sinne von, ja, dass es irgendeinen Search-Modus gibt, dass man da irgendwie, dass irgendwas halt anders ist, ne, dem rundenbasierten. Ja. Es ist halt die Frage, ob es normal rundenbasiert ist oder ob es wieder dieses alles planen, im Voraus planen, so bei den anderen Spielen von ihnen und dann ausführen lassen. Was aber bei Phantom Brigade super funktioniert, weil es echt geil aussieht. Und es wieder Kollisionssachen gibt und so. Und ich finde, bei den Spielen finde ich es eher langweilig persönlich. Deswegen habe ich das auch nie wirklich lang gespielt. When I was asked to compose the soundtrack, I really felt the weight of the musical legacy of Bear McCreary and Richard Gibbs. So to have so many positive comments and really lovely comments online, social media, saying that you've enjoyed the soundtrack, it's just been a pleasure to Sounddesigner. So all I can say is thank you. Danke sich dafür, dass die Leute. So again, on behalf of the team at Black Lab Games, thank you for your support over the last few years. Danke für die Unterstützung die letzten Jahre. Ne? Das gehen an alle Battlestar Galactica Fans da draußen, die sich das Spiel geholt haben. See ya. Schön, schön. Deswegen sind wir nicht hier. Ah, Marco. This is where we left it, so it was right to start from this last video that the Black Lab Games guys have put together when we ended the journey of Battlestar Galactica Deadlock. Hello everyone,
This is the third of a series of showcases, and the protagonist of this event is Black Lab Games with their new game Warhammer. Ja, die Hauptprotagonisten des heutigen Livestreams sind natürlich die Black Lab Games mit dem Spiel Warhammer 40K Battlesector. Executive producer of the game. Es wird wieder einen Executive Producer hier geben, der uns Fragen beantworten kann und so weiter, der uns ein bisschen was zeigen wird. Let me say a few things about Battlestar Galactica Deadlock. Jetzt geht es wieder um Battlestar Galactica Deadlock. In development for a long time before it released. Then it released 3 years ago, and we had 2 full seasons of DLCs coming. It was an incredible journey, and this helped put Battlestar Galactica Deadlock back in the news for quite a long time. Ja, also dass sie halt die 2 Seasons gemacht haben für Battlestar Galactica. The opportunity to work on a license, but also that the storyline was in canon and was fully. Genau, die Story des Ganzen war voll integriert in den eigentlichen Kanon von Battlestar Galactica. Especially, the guys at Black Lab Games showed how they can work with. Ja, und Black Lab hat damit gezeigt, wie sie halt mit so einer IP, mit so einem Franchise arbeiten können. Valuable in terms of how it impacts the gameplay. They also showed how they can treat the IP as a property, with all the units, the storyline, the characters, and so on. So it was only natural that they ended up working with another. Deswegen war es einfach nur natürlich, weil sie so gut damit umgegangen sind, dass sie jetzt mit einem anderen Franchise arbeiten, nämlich Warhammer 40K. Warhammer Games. I am very emotional about showing you this game today. Okay, das We have been working on it. Spiel bedeutet ihm ziemlich viel, sie haben sehr lange daran schon gearbeitet. Even before we started working on Season 2 of Battlestar Galactica. Bevor sie am Season 2 gearbeitet haben von Battlestar Galactica Deadlock. We can unveil the game, but not only that. We're only about. Genau. Jetzt können sie uns zeigen und er erzählt auch, das habe ich euch auch schon gepostet, dass ja schon im Mai das Ganze rauskommen soll. Of continuous updates, telling you a lot about the game over the next. Genau, in den nächsten paar Wochen wird es dann immer mehr Infos geben, genauso wie bei den anderen Spielen, die wir schon gesehen haben in den letzten Wochen. About how the game's coming along, and you'll see it. I mean, we've got about 25 minutes of 25 Minuten Gameplay werden wir heute sehen. full gameplay with everything on it. You'll see everything the game is about. A lot of features, a lot of in-depth analysis of what the game plays, of how the game plays. So, Okay, also In-Depth-Analysen vom Gameplay, wie das Ganze aussehen wird. Die Features wollen sie uns alle zeigen. I would like to play the teaser trailer we launched today. We boldly made a choice of a very different type of music. Somebody liked it, somebody just hated it. We stick to the choice and Ja, ich fand die Musik etwas ungewohnt auf jeden Fall beim Trailer. Das stimmt auch. Ihr werdet es ja wahrscheinlich gleich auch hören. something that's more in keeping with the Warhammer franchise. But we wanted to go with something different and make sure that we were noticed, and that did work very, very well. The news is everywhere, so you've probably seen some screenshots already. But before we get into the gameplay, Das war schon beim Twitter, wo ich die ganzen Screenshots gepostet habe, die bisher about the game itself. betrachtet werden konnten. So. Ja, das ist der Trailer. Ja, ihr merkt schon, die Musik ist etwas anders als hier bei Warhammer 40K normalerweise. Das ist, ja, klasse, schnelle Kämpfe, wie sie auch immer das machen wollen in einem rundenbasierten Strategiespiel. Ne? Aber gut, lass uns mal überraschen. Brutale taktische Möglichkeiten natürlich auch. Was ich gesehen habe, ist auf den Screenshots, es sah halt so aus wie Sanctus Reach. Falls euch das was sagt. Ein bisschen besser vielleicht. Bin mich halt echt gespannt, was jetzt hier wirklich anders und neu ist. Battlesector. Right. Hey, David. Schon wieder David. We certainly make them talking about the music thing, right? Everyone loves music. Everyone has an opinion.
Well, hello. Welcome back. Servus, Tobias. We've seen each other on. Marco hat dich gerade auch begrüßt, ja. Hallo zusammen, hallo alle, ja. So, David, let's go to the basics of. Ja, reden wir über die Basics von Battlesector. We're getting a lot of difficulty now because we're moving from Battlestar Galactica to Battlesector, so we made our lives very hard here. Yes. Yep. All of our games are now battle games. It's just what we do. Ja, alle Spiele sind Battle-Spiele, ne? Battlesector, Battlestar. Ne? Tell us about the process, creating the game and how that game came along and how. Ja, wie kam es zu dem Spiel? Yeah. So I think that most of the fans of Black Lab and Battlestar Galactica Deadlock. It's so many battle games. We kind of know how when we were working with Paul previously on Starhammer, and we wanted to work with him to get a kind of a new take on Starhammer. The Battlestar Galactica IP was kind of. Genau, das war perfekt nach dem Starhammer Vanguard Prophecy. Das ist einfach, war ja quasi im Prinzip dieselbe Engine, dieselbe Art und Weise, Battlestar daraus zu bauen, ne? Something new. Stretch themselves, stretch the team, prove themselves doing something different. So we've had a conversation together. We really enjoy working together as a game development team of publishers. Es sieht halt aus es sieht aus wie Sanctus Region besser auf jeden Fall, ja. Das UI sieht auf jeden Fall besser aus. We've had with Games Workshop Warhammer 40K games in the past and include Paul's team's kind of excellent quality bar of game and gameplay bar and marry them together again, which is just a really attractive proposition for everybody. Yeah. So basic stuff about the game. So it's ein rundenbasiertes Spiel, ja. So as we all know, that's kind of what we do. Armageddon was a turn-based hex-based game. Sanctum square-based game. Gladius turn-based hex-based game. So we've gone back to another turn-based square-based game. Ja, lauter rundenbasierte Strategiespiele, ne? Gladius, 40K, Sanctus Reach oder Armageddon, das ganz alte, haben wir auch alles schon gespielt hier auf dem Kanal. 502,000 points of tabletop worth of units on a battlefield at any one time, and you're bringing Blood Angels against. Genau, kämpfen Blood Angels gegen Tyraniden. Just basically following up from the nach der Devastation von Baal. Rebooted Gulliman's turned up. You've got your new swanky 8-foot Primaris, and you're going to go and use them to squish some Tyranids, which is always fun. But things are obviously. Ich hatte verstanden, dass wir tatsächlich Primaris bekommen. Like Labs storytelling chops would like things to be. Das ist nicht die Devastation, aber es ist der Nachgang davon auf Baal Secundus, da die letzten Tyraniden zu verjagen. Mission campaign. Blood Angels going through, finding out quite what's going on Baal Secundus. And then lots of multiplayer and genau, Geplänkelmissionen gibt's, Multiplayer gibt es. Stay with the game for years to come. So ausgelegt, dass man auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß auch über die nächsten Jahre mit dem Spiel haben kann. The game has a lot of potential to expand. Gibt immer ganz ein Potenzial, das Spiel weiter auszubauen, das auch schon erwähnt. Reden wir über die zwei Fraktionen. Sie sind ja sehr unterschiedlich in dem Fall, wie sie sich spielen, die Tyraniden und eben Space Marines. Of course, we choose the Baal setting because it's a cool setting, but Blood Angels and Tyranids, right? Ja, Blood Angels und Tyraniden, ja. Yeah, how does that reflect in the gameplay? Wie ist das im Gameplay dargestellt? It's been a very strong challenge because es war gar nicht so einfach, das the Space Marines both excel in both so zu balancen. Weil Space Marines beides können, Nahkampf und Fernkampf. Während Tyraniden vorwiegend zumindest in den Nahkampf und klasse Biowaffen am Start haben. I don't know, actually quite good for the game in general because the combat mechanisms and the gameplay mechanics, we've had to essentially delve into all the sides of it because you've got. Man muss auf jeden Fall den Gameplay und die Kampfmechaniken sehr with melee focus and an army that can do. Müssen sich sehr viele Gedanken darüber machen, wie sie das balancen wollen. We couldn't just build a game mechanic that worked well with just mostly XCOM type mechanics, where it's shooting and occasionally stabs in the face. It's got to work both way around. Genau, wo es halt darum geht, so dass es halt nicht so ist, dass man meistens schießen, ab und zu nochmal in den Nahkampf geht, sondern es muss halt beides echt funktionieren. Ja, dass dann hauptsächlich wirklich nur um Nahkampf geht. Do you want to jump in gameplay and start looking at some of it? I think it's the easiest way to look at it. Yeah, it's easy to talk about. So for people watching, a reminder that they're in Milan, I'm in London. I'm a little bit behind. So if I'm talking about something that's just gone, that's why. So, Gameplay, können wir jetzt mal sehen. Wunderbar.
And also, don't forget, I can't hear the sound effects, which you guys should do. So we're kind of starting off here in Heldeneinheit. Baal Secundus or Baal 4 Sergeant Carlian. of the Baal system. This particular mission, you're basically going through and trying to kick some Tyranids out of some nasty net reclamation pools where they've been getting all the biomass out of these. Das ist eine auf dem Mond hier. Baal, who are famously Und das ist halt lunatics making. eine der Basen der Tyraniden, wo die Biomasse verarbeitet wird. They're still dead, so they're still being reclamated. Und jetzt ist es natürlich, um die zu purgen. So what Paul's Servus, Tekken. here is all the different stats and the attributes of the UI. This is our main hero of the game, Sergeant Carleon. He's your he's a sergeant who would usually just be leading a Joda Itoro auch nochmal ein Held. in normal times of war, but it's obviously all rather gone interesting at the moment. So he's been tasked with taking Primaris legions and basically seeing, are they worthy? Ja, und er muss jetzt rausfinden, ob die neuen Primaris Marines hier tatsächlich gut genug sind, bei den Blood Angels mitzumachen. So that was the first bit. Obviously he comes along with a Astartes chainsword and bolt pistol. He gets equipped with both. Uses them Okay. to shoot. Dieses Momentum-Meter ist, glaube ich, eine dieser Spezialmechaniken, die jetzt neu sind. And that's the kind of thing. All of our units either have multiple weapons at Die once. ganzen Einheiten haben auch unterschiedliche Waffen. Ja. Modems for different weapons. Kann die Waffen auch verändern. Intercessors can have bolt rifles or auto bolt rifles. You'll find some assault marines later on who can have hand flamers or bolt pistols to come along with. So we want Also verschiedene Waffen kann man ausrüsten. Man kann automatische oder normale Boltgewehre nehmen für die normalen Marines. your army. Man kann hier für die Nahkämpfer können Flammenwerfer mitnehmen oder eben Boltpistolen. Help that some of these venomous. Es sieht auf jeden Fall grafisch besser aus als Sanctus Reach. Es ist auch es ist natürlich das erste User-Interface von Slytherin, was gut aussieht. Wow, das ist schon mal auch eine Innovation, ja. So it's after Baal, so basically Ah, okay, die hatten wohl hier Overwatch da oben drin. it's kind of a story of how can Blood Angels take all that beating on the planet of Baal and then come back and Das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Devastation of Baal ist echt gut. suddenly come out of. Das, obwohl ich jetzt jemand mit der Tyraniden jetzt nicht so geil findet an sich. Aber es ist ein gutes Buch. Es ist halt nur tatsächlich gegen die Tyraniden. Blood Angels, alle Chapter. But yeah, so you find most of the units are new Primaris, whereas other people are. You have a few people like Carleon and the Sanguinary Priest you saw over there who are. Ja, es ist eine Mischung. Also die meisten Einheiten sind Primaris Marines. Es gibt aber auch ein paar Oldschool Marines auch hier. Ja. Did a classic moment. Da haben wir die Plasma-Gewehre gesehen. Wunderbar hier gegen die schwere Infanterie eingesetzt. But yes, each of the kind of Hier races. sieht man, die haben einzelne Perks und Abilities, also Fähigkeiten, die sie einsetzen können. Tyranids have endless hunger as theirs. The Blood Angels have red thirst as theirs, and each of those kind of powers up the units differently. So as you get involved and do more damage, some people have already noticed the Genau, das Momentum, ne, richtig, wenn man Schaden macht. system that encourages action. You gain momentum by killing units or doing. Man kriegt Momentum immer, wenn man Leute erledigt, wenn man welche umbringt, kann das dann ausgeben. Surges, so you gain extra action points or upgrade your units. Ah ja, Moment mal, also es gibt auch den Red First zum Beispiel, das ist was man hier unten sieht, glaube ich, ne? Die Fähigkeiten oder die Sachen. Wie sich das so manifestiert mit der Zeit, sind dann durch den irgendwann. Naja, Yeah, auf jeden Fall ist es ein System, was Leute belohnt, die tatsächlich sich viel bewegen, ja. sector. So you basically say, I want Man kann mit dem Momentum dann die Marines upgraden. northwest, northeast, and to this range. So you can sort of say, I only want to shoot people who actually come within 2 tiles of me in this sector. So you don't end up doing like accidental overwatch on someone who's miles behind you didn't really want to shoot. And also you'll notice lots and lots of blood. Yeah, they've not skimped on the like grim darky. Ja, Haubitz und Tobias, ich hab die auch alle gemacht, die Spiele, die alten, rundenbasierten. Und auf meines werden wir auf jeden Fall spielen auf dem Kanal. Choice. Gift drauf nehmen. Because he wants to actually turn around and finish off these Automagonts instead. Which is a nice thing of you're not just locked into your own. So, ne, Facing gibt's also auch, ne, und so weiter. And he also changed facing because your facing matters most of the vehicles. Genau, er sagt gerade, ne, die meisten Panzer und Vehikel sind von vorne besser gepasst als von den Seiten und von hinten. One of our other Deswegen macht halt eben die Ausrichtung, welche Richtung man steht, was aus. and kind of he can go around. He's basically almost like a main buff character. So he go around and do Oh. sort of Er ist, also der Artiro ist ein vorwiegend ein Buff-Charakter hier. keep them in the fight. Leute heilen und
recover people's gene seeds because Verbessern. you can't let them go to waste. Genau, das Gene Seed einsammeln. Also das Apothecary. Wie sind wir an der weißen Rüstung, ne? People are asking how close you can get on the zoom. You Ah, can, da ist der rote Los. Plus 0,4% Critical Chance. Melee-Schaden, Righteous, das sind die zwei anderen Buffs, die er gerade bekommen hat. Also roter Durst gibt uns mehr Crit Chance offensichtlich. so, yeah, I think that, Und die Flash Terror ist wahrscheinlich nochmal 10% Bonus. Ich glaube, sie machen sich nicht die Mühe, die einzelnen Chapter zu modeln, sie tun einfach so, als sei das alles Blood Angels. and obviously reaction fire from a Hellblaster. Er sieht super, also die Grafik sieht halt auch schon echt gut aus für uns Spielen, da die Effekte. Someone's Ich saying muss das immer so blöd sagen, aber sie werden ja immer besser tatsächlich, ja. one of the moons of Baal. Dante's floating around in a ship somewhere, conversing with the Brute Gulliman about who takes over what sector of the universe. Ja, der Termaganten ohne Ende hier. If you want to question how much detail there was in the models, all the models in the intro video are game models. They're not Ach, die ganzen Models im Intro-Video sind tatsächlich models that have been echte Models im Spiel, ja. Also, weil die Frage kam, wie detailliert die ganzen sind. Das haben wir gerade schon mal wieder bei. To answer some of the questions. Yes. The game will be out in May on PC and later in the summer will be out on Xbox and PlayStation. Das sieht dann auf War 2 aus von der Grafik. Ja, You can pretty much zoom as close as you ungefähr könnte man sagen. straight to the nostrils, really. John. Wäre sogar ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Das ist immer die Frage, wie die Qualität der Aufnahmen sind. Das sah jetzt teilweise ein bisschen verpixelt aus, was wahrscheinlich eher vom Rendern kommt als von der eigentlichen Grafik. of the action. One of the questions I've seen appearing was, about multiplayer. Multiplayer, wie funktioniert Multiplayer? Wird es nämlich geben. Yes, so multiplayer is certainly at the start of the game is 1v1 with obviously So 1 gegen 1 am Anfang, ja. Sie wollen es aber expandieren, also wahrscheinlich gibt es später mehrere Fraktionen noch. Bei DLC. and also with Slytherin's PBM model in the back end. So just like kind of Panzer Corps 2, if people played that, you can go online, play head to head. If someone drops or if someone just can't carry on playing anymore, we'll back up the game to our asynchronous game server, and you can take over playing that asynchronously. Or Also man kann ganz normal 1 gegen 1 online spielen. Wenn jemand raus muss, gibt es auch wieder einen Server, wo das gebackupt wird. finish in a single sitting. Kann er zu einem anderen Zeitpunkt weiterspielen quasi. Oder asynchron sogar. They can, or if you want to, you can just play entirely asynchronously. Man kann auch völlig asynchron spielen, also quasi so PPM-systemmäßig. Ich glaube, Hot Seat habe ich, glaube ich, auch gelesen. Nein, es wird kein Epic Store Exclusive Spiel werden. These days you have to ask. You have to ask it. Sie denken also, dass sie damit Geld verdienen, ja. It is already in beta, so if you can already subscribe to the beta. Ja, man kann sich auch schon für die Beta tatsächlich anmelden, habe ich gesehen. Ja. It will start very, very soon, so make Die sure Beta wird auch bald schon starten. Ja. beta, so that you are always up to date on what is happening there. Cover. Can we take a look? Can Yes. we Cover-System, Deckungssystem. Wie funktioniert das im Spiel? Yeah, so the pull system of it is essentially trying to make as much of what you see in the game is essentially what your units can do. So rather than kind of a lot of the thing in the past 10 years since XCOM came out has been the soft cover, hard cover, and if you're behind it, you're behind it no matter what angle you're at. Generally, in this game, it's how much of that unit can I see from where I am will just judge how much cover you Ja, das System hier ist also nicht so wie bei XCOM, dass du eben diese halbe Cover oder volle Cover oder so hast, sondern ist, so wie es klingt, eher wie das System bei Phoenix, cover. So if so ein bisschen, ja. Dass es darum geht, quasi, no one can was man wirklich sieht und dann, wenn man von einer Einheit was sehen kann, dann kann man die eher anschießen. behind, say, a small wall is covering one of your models, you'll get 1 grade of cover. If you've got a decent wall covering half of your Genau, also es ist halt genauso quasi ausgerechnet, ne, wenn, je nachdem, hinter was man steht, wenn es nur eine kleine Wand ist, dann wird halt nur einer gedeckt oder so. Wenn es eine halbgroße Wand ist, dann ist man mehr gedeckt, ja. the Predator tanks, they can't really benefit from that kind of light cover, they're far too big. Also auf jeden Fall mehrere Abstufungen und nicht nur halb, gar nicht oder voll, ja. I think this next clip is the longest one we've got. It's Yes. about 12 minutes, so 11, 12 minutes long. So you'll see Yes. a lot more. Ja, der nächste Gameplay-Clip ist auch viel länger als der letzte auf jeden Fall. Water, Marco. I'm sorry. I have no glass of water. And I'm choking. So you have to keep talking for 2 minutes. Back in a second. Yeah, don't worry.
David's talking. Er braucht ein Glas Wasser, ja. Er ist ziemlich anstrengend, die ganze Zeit zu reden. Questions in the chat in the meantime. Other races in the game. Right now, the game is really set on Baal, so it's actually a campaign game. Genau, 20. Es geht vorwiegend um die Kampagne, die Einzelspielerkampagne, die 20 Missionen umfassen soll. Spielt auf Baal im Baal-System. Also, ich weiß gar nicht, wie das Baal ist. Heißt das Baal-System auch? Yes. And I've got the other questions noted, so about editor, about level Ob es einen Level-Editor gibt, and terrain elevation. ob ja, Erhöhungen, ob die was ausmachen. Yes. Let's jump into the next video and maybe some. Schauen wir in das nächste Video, vielleicht werden da einige dieser Fragen auch beantwortet. So what we're going to do with this video is basically going to go back to that same map. We're going to play it different. So, dieselbe Karte, nur jetzt würden sie quasi anders spielen, ja? It takes a kind of a judgment call as to how to do it. Dass man eben, um zu zeigen, dass man Sachen auch anders, unterschiedlich angehen kann. Kind of just mostly just used running and attacking. Letztes Mal sind wir eigentlich nur drauf gedacht, ja. There you'll see the glowing bits, they're kind of the edge of your field of view. So your fog of war is outside the Ja, Auspex range. also Fog of War gibt es auch, außerhalb des Auspex Range, was da angezeigt wurde. Ich glaube, das ist dieser Kreis da hinten. Ne? Außerhalb dessen kann man also nicht sehen. Könnten also noch mehr Leute sein. So this time we're going to play through, we're going to use a few more skills, a few more... Jetzt will er ein bisschen mehr Skills benutzen, ein bisschen mehr erweitertes, verbessertes Gameplay. So again, if you look here, he's got the bolt rifle selected. If you right Aber mit Rechtsklick kann man dann sich alle Details anschauen über die Einheiten. exactly what will cause me to hit No. the units hard. So in that case, Bolter klingen auch gut. Das ist geil so, ja. the Termagants have a base evasion stat. Termagaten haben einen Basis-Ausweich, Troops have a base accuracy stat. also einen Wert, einen Ausweichwert. Und die Marines hier haben dann Basis-Genauigkeit-Wert. Those plasma incinerators Die werden dann quasi verglichen, um mal die Gefechtsergebnisse hier much more likely darzustellen. those sort of ranges, which kind of helps again your Tyranids who you melee focus. If they can get up close to somebody, they're actually taking away a lot of the accuracy of people with long guns. Whereas again, your people with your shorter range weapons, like your auto bolt rifle, want to be closer than your bolt. Genau, also die Waffen haben natürlich unterschiedliche Reichweiten. Manche sind besser auf lange Reichweite, manche Langreichweite sind aus Handy dann gar nicht mehr gut, ja. So basically, lots of these Was stats natürlich den map. So elevation, Tyraniden dann entsprechend hilft. things like that give you basically boosts. to Genau, und wenn man kriegt höhere Hit-Prozent-Chancen, wenn man irgendwie weiter oben steht or if you und so weiter. or if you get a graze. So if your weapon doesn't do much piercing damage, and you're going against a unit Wenn man nicht viel Durchschlagsschaden hat. get grazes or misses, which basically do very Ja, also man sollte halt gegen Leute, die viel Panzerung haben, auch mit Waffen vorgehen, die Panzerdurchschlag haben, sonst macht man dann sehr viel weniger Schaden oder macht dann nur Glancing-Shots, also so ein bisschen Ankratzschüsse und so weiter. the melee system. So the first assault marines there, they charged into battle. So if you charge someone, they don't get a chance to Wenn man jemanden charged, also wenn man einen Sturmangriff macht, dann haben die Leute keine Chance zurückzuschlagen. Whereas if you charge in, the impact doesn't let them. If you charge in really heavy, there's a good chance you actually push them back. So a charge from an aggressor will often Wenn put... man jemanden richtig heftig Sturm angreift, dann kann es sogar sein, dass man sie zurückschiebt. Ja, gibt's auch. We chose, rather than run around and then give them a chance to battle back, just burn them with a flamer instead. Overwatch. So here our land speeder. Land speeder is very fast. Good scout units. This varies. Da sieht man auch den Auspex, die Auspex-Range. Also diesen Teil hier sieht er gerade nicht hier. Helping other units. There's another variant which has an assault cannon for taking out people. And yeah, facings you can either give when you're playing, or you can basically just point to a location, right-click, drag, and it can set. Man kann das Facing einfach drücken und ausrichten, oder man kann mit einem Drag der rechten Maustaste die einfach ausrichten. You'll notice there a little bit at the bottom command points. So each of your commanders has access to things called command points. You'll see. Jeder unserer Kommandanten hat Zugriff an Kommandopunkte. Give access to Und die geben eben diese as you go through. speziellen Skills, die man freischalten kann innerhalb der Kampagne. I don't think we've got to show them here. We've got to leave them for another video, but they're Man kann sie jetzt hier nicht zeigen, aber es wird wohl noch ein Video geben, wo man die sieht. Also nochmal zusätzliche Spezial-Kommando-Skills, ne? Vielleicht irgendwelche Luftschläge oder sowas antworten oder so. Oder Artillerie-Geschichten. Ja, genau, danach Slytherin. again because it was a charge. The Venothropes don't get a battle back. So he's reasonably. He doesn't get immediately punched. He is, however, stood in that toxic cloud, which is going to hurt him next. Was man, ja, Umgebungseffekte, wie da unten diese toxische Wolke, gibt's auch. So again, this light speed to land speeder.
These are mostly scout units. The heavy bolter is not great, especially not against little hordes of tiny guys that will do a bit of chip damage. Ja, schwerer Bolter ist nicht so gut gegen diese ganzen vielen Kleineinheiten, ne? Whereas and again, your brother Arturo here, he's got his bolt pistol and his Astartes chainsword, but he's not the guy you really want on the So, ihn sollte man nicht an die Front stellen, das ist dieser Buff-Charakter von vorher, der Buffer Carry. Der kann jetzt mal die Jungs hier buffen, ihnen mehr Momentum geben. But he can do one of the things like add more momentum units to make them much more likely to surge and therefore get their bonus AP or get their in-battle upgrades. Genau, also es gibt Upgrades dann in der Schlacht, die man Momentum kriegen kann, aber man kann wohl auch surgen und dann kriegt man mehr Aktionspunkte. Also kann vielleicht dann doppelt schießen oder so, ne? Benefit gets a little swing back at him and misses, which is fortunate. He gets, because he used his jump back this turn, he's got a boost. Und weil er das Jump Back benutzt hat diese Runde, hat er hier einen Boost dann für seine Agilität, für sein Ausweichen, deswegen hat der Rückschlag jetzt hier nicht getroffen. One thing people have asked about is zone of control. Zone of Control gibt, Kontrollzonen. Every unit with a melee capability exerts a Jede Einheit, die eine Nahkampfwaffe hat auf jeden Fall eine Kontrollzone. Wenn man versucht hat durchzulaufen. Suppress the unit first. There's a good chance he'll. Genau, also wenn man vorbeilaufen will durch die Zone of Control, durch die Kontrollzone, dann kann es sehr gut sein, dass man eine abbekommt, einen Schlag abbekommt, wenn man die Einheit nicht vorher suppressed hat, also sie mit Beschuss genommen hat. Ja. As you see there, these guys trying to skirt around him, because they're going through his Zoc. He gets some. Genau, und sie laufen hier gerade durch die Zone of Control durch und deswegen sieht man, dass er hier Gelegenheitsangriffe hat. Serious issues. There you go. Venom's getting a bit up close. Tentakulon hier schlägt zu. Plays there. So this is all alpha stuff. So the AI is still being worked on, so it does some clever things. It does some. Ja, wobei die Dreadnoughts, die waren auch gegen kleine Einheiten auch gar nicht so gut bei Sanctus Reach zum Beispiel. Und Dreadnoughts gibt es auf jeden Fall. Es gibt sogar Library Dreadnoughts, habe ich gelesen. Blue glows around them. Some of the smaller Tyranids get a bonus of basically hunting. Also Librarian Dreadnoughts, ja. So if there's multiple in tiles around each other, they kind of go into their slightly more effective state. Which isn't particularly great still, as you can see. Termagants don't do that much damage to a lot of Hellblasters in their armor, but they will eventually chip through people. Ja, und ihr seht die Pixelation die ganze Zeit, ne, wegen dem Rendern. Also wenn sich irgendwas bewegt, das dürfte also eigentlich etwas besser aussehen, als es hier suggeriert. So it's not the same every time. So sometimes you might take the intercessor's abilities, or sometimes you might go, do you know what, I'm just going to skip intercessors entirely and just take all the aggressor abilities and unlock them as you go. Ja, cool. Die hatten jetzt wahrscheinlich auch einen Accuracy-Vorteil, als sie von oben geschossen haben. Ist auch ganz cool aus, jetzt diese ganz kleine Animation hier in den Speedern. The heroes get more AP than the normal units get, which gives them more ability to go and do some more dangerous power moves. So he's powered up his sword there, so he's gonna walk up. So, mehr Actionpunkte hier für den Helden, deswegen kann er gleich mehrere Sachen machen. Erstmal eine Ability und dann einen Angriff noch. Das ist die Intercessors hier. Intercessors to clean up that area around him. So the reason why we're pushing down this flank in this particular. Da gab's Crits. Two objectives up in the top right there. So basically one mission is. Da sehen wir hier tatsächlich hier das Ziel. To go and recover the gene seed of Sergeant Pentasio, who was Da ist die Aufgabe hier, das Gene Seed zurückzuholen. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich hier Brother Arturo darüber schicken. Und Interact. So. Progenoid Gland secured. Man sieht da oben rechts, ne, hinter seinem Bild, da sind dann die Story-Einblendungen im Sinne von, wenn die Leute reden. Das sieht echt alles gut aus, sieht also viel besser aus eigentlich, so Production Value-mäßig auch das ganze UI als die anderen Spiele. So actually his best strategy there might be to hold still, get and wait for his friends to come and bail him out. There's a reasonable chance that if he runs away, he's going to get hurt. So you can see there that aggressor has got these swords on him, which indicates he's going to get an attack of opportunity if someone goes for it, but instead he's doing a sensible thing of just going and punching first. Genau, er hätte den jetzt bewegen können oder ihn jetzt zurückziehen, aber... Und diese Schwerter haben eben angezeigt, dass er hier einen Gelegenheitsangriff bekommt, wenn er hier die Leute bewegen würde.
by punching that venom throat, he kind of lifted some of the engagement. Das muss heißen, dass es... Hellblasters. Also, wir haben jetzt nicht irgendwie so Shots of Opportunity bekommen hier auf den Kollegen, der vor uns steht hier. Also, ne, weil ne, wir haben quasi durch ihn durchgeschossen. Das ist interessant. Ja, Granaten, ja, gibt's auch. Wupp. So you see there, that was the intercessors. They get frag grenades, and that's the kind of the perfect shot for frag grenades. Really, a lot of termagants all clustered together, which led to a nice kill. Because the units are a distance away from the enemy, they don't get as much momentum. You get more momentum for getting up close and personal. Mehr Momentum, wenn man ganz in der Nähe ist, ja. Und dann Schaden macht. Also Momentum ist wirklich quasi eine Sache, die Leute belohnt, die wirklich nah rangehen. Also aggressiv spielen, auch wirklich die Nahkampfsachen nutzen vor den Space Marines. This is alpha footage and we're just going into beta. So all this gameplay might change or it might stay the same. You'll find out if you join the beta. We really appreciate So, Jetpack-Benutzung. Also es ist ein Alpha bisher momentan. Sie sind jetzt kurz davor, in die Beta zu kommen. Also Sachen könnten sich noch verändern. Ja, das übliche Gerede. Sehr schön, ne? Von hinten oder beziehungsweise von der Seite hier angegriffen. Prächtig, viel Schaden angerichtet. Jetzt springt er mit den anderen noch da hoch. Und so wie ich das verstanden habe, haben die ja jetzt alle besseren Ausweichstat dadurch, dass das Springen auch noch. Sie konnte auch auswählen, wie sie sich facen, ne? Also wie sie sich ausrichten dann. Full 4 shield, that's because if you tried to shoot him, he was right behind that rock thing, you won't be able to see him. So he's jumped past. And now he's going to use his bolt pistol to kind of demonstrate the difference between a bolt pistol and a hand flamer. And it's quite a lot. Hand flamer is much more dangerous against. Ja, Flammenwerfer aus der Nähe sind sehr viel gefährlicher als normalen Boltpistolen hier. Es gibt ein Punktelimit für jede Schlacht und Flammenwerfer kosten entsprechend dann mehr als die normalen Boltpistolen. Ne? So, ne? Da hat man gesehen, da kam der Gelegenheitsangriff, weil er die Leute hier weggezogen hat. Das war ein verstärkten Schuss hier. As yeah, momentum is kind of a secondary charge for your units as you do more damage and attacks that match the kind of style of your force. You gain momentum, and momentum you can trade in for extra action points or upgrades to your unit. Ja, absolut Haubitze. Sie haben echt also aufgedreht also jetzt auch in den letzten Wochen. Ne? He didn't say he decided not to attack though because it's not going to do much damage. Yeah. So, das war der zweite Clip. I think we covered a lot of ground there. Yeah, quite a lot, David. Quite a lot. Yes. That was a lot of information, and I think that the guys are really engaged by this. I told you it was going to be, really spot on. There's a lot of questions about, how this compares with, Sanctus Reach, how much we're drawing from Gladius and so on. So, can you elaborate a bit on that? And how much this is an evolution? Ja, inwieweit ist das eine Evolution oder Evolution im Vergleich zu den anderen Spielen wie Sanctus Reach oder Gladius? Yeah, so you can only revolution so much within the scope of grim dark stabbing people in the face with a chainsword. But the kind of what we always. Bei der Frage der Settings ist keine große Revolution, ist immer das, ne? Learn what was good in the last game. Versuchen halt das, was in den letzten Spielen gut angekommen ist, auch weiter mitzunehmen. And again, use that to learn and move better. So it's been a genuine pleasure working with Paul and the team over the past couple of years to make this game great and try and make it the best Warhammer game we've made. Try and make it the best strategy tactics game we've made. And try and really give the best. Ja gut, ich meine, es ist klar, sie haben natürlich versucht, hier das beste Spiel daraus zu machen, was nun geht. Gar keine Frage. Making strategy games. Yeah. Now, I think the other thing is when we started developing this, we had an idea of Sanctus Reach was a good success for us, so we wanted to elaborate. Genau, also Sanctus Reach war sehr erfolgreich für sie und dann wollten sie quasi das erstmal ausbauen, ja. Aber das Team kam quasi raus und hat gesagt, ja, wir wollen das ein bisschen anders machen, ja. Und so ist das Spiel dann quasi entstanden. Es gibt also einige Sachen, die ähnlich sind. Was eine ganz andere Welt, was Grafik angeht und so weiter, Animation. No, so the Black Lab games bring very different things to the table. They have a lot of
really strong strengths in this kind of style and bringing across, as you said at the start, the kind of. Mal abgesehen davon, dass es ja das erste Spiel ist, wo man Primales mit denen spielen kann, ne? As it should be. Das ist ja auch was, ne? Then starting from that point brings a whole different level of ethos to the game. As people point out, this little clip of the hand flamers just melting some Tyranids down is just a lovely bit of polish on the game. Yeah. No, I think, there's bits where, the camera tilts and, and there's like some cool angles as well. So there's a lot to be, seen, I guess, yes. It's really these videos, these videos, because we using them to kind of show as much of the game, you'll find that we're controlling the camera a lot. But you'll also notice when we leave the camera alone, the camera goes into kind of directed mode itself and tries to show. Okay. Also, wir haben jetzt natürlich in dem Gameplay, was sie uns zeigen, weil die Kamera sehr stark kontrolliert, aber es ist auch so, also wir kennen das ja aus XCOM und so, dass wenn man irgendwelche Shots macht, ne, dass sich die Kamera so aussieht, dass es halt cool aussieht, ne, das ist diese directed Kameraperspektiven dann gibt. You can order another unit to run somewhere else and order another unit to shoot someone else. As long as they're not clashing, you can just do it as quick as you want to. And the enemy, you'll notice, they move in groups and flood towards you. I think one of the key elements we're trying to bring out, was how can we make a turn-based game action-based and that trying to merge these two elements. Sie wollen halt ein rundenbasiertes Spiel machen, was halt trotzdem viel Action hat, ja. How far are we into the game in this map? Is it a big map? Is it a small map? Is it an average map? Small. Die Frage war jetzt, wie weit im Spiel diese Karte hier ist. Das ist Mission 3, also sehr am Anfang eigentlich. Eine sehr kleine Map hier. On here, we're looking for much more than that. So yeah, as I said for the Games Workshop people, this is kind of a Strike Force plus level 1, whereas we're looking to get up to the bigger maps or 2,000 point, 2,500 point, more than that. Equivalent. It's not quite we obviously don't use the same mechanics. It doesn't really make any sense. But ja, es gibt also auf jeden Fall größere Karten, auch mit mehr Leuten dann auf dem Schlachtfeld, auch eigenen Leuten, die man kommandieren kann. Like campaign, and how's that work? Is that linear? Is that branch campaign? Wie läuft die Kampagne? Ist sie linear? Gibt es verschiedene Wege, die man gehen kann? More information about that? Yes, the campaign is linear, but it's linear because it's stories. Die Kampagne ist auf jeden Fall storybasiert, deswegen ist sie linear. The Battlestar Galactica game of being true to their story and their characterization and making you, basically putting you in interesting situations with your characters. They're not just ciphers. They're interesting people. Genau. Also Story auch in dem Sinne sagt, dass die Charaktere auch interessant sind. Also sie sind nicht einfach nur irgendwelche random Leute, sondern sie haben da versucht, tiefer reinzubringen in die Charaktere, die da vorkommen. Nasty red deserts. Es gibt Städte, Untergrundsachen wohl auch. Then the skirmish modes. So als Karten der Kampagne. Looking to grow and engage with the beta and also in our very early post-release stuff. So at the moment we got things which are essentially you can take either the Tyranids or the Blood Angels. You can make whatever army you want. Also im Geplänkel-Modus kann man entweder halt Tyraniden oder Blood Angels spielen, ja, so viel man möchte. In der Kampagne spielt man offensichtlich die Blood Angels, ne? Did with Battlestar Galactica Deadlock is how can you grow on that? How can you actually add more engagement and more enjoyment into that level? So it's always something new to play. The random maps. How's that the skirmish is working? Yeah, so there's set maps which are kind of different. There's lots of different variety of them, but you can take whatever you want to. Random maps are something. Also es gibt keine zufälligen Karten für den Geplänkel-Modus. Es gibt bestimmte Karten, die man sich einfach ganz mal aussuchen kann, also Custom Maps, ja. They're fine if you're making an entire game based on random maps, which Sanctus essentially was to an extent. But this game is very authored, and we want to bring in random maps kind of later when we've got more time to focus on them. As Black Lab Games don't like doing things by halves. Das klingt halt so, dass wollen sie Zufallskarten auch noch einführen wollen irgendwann, wenn sie es dann richtig machen, weil. To create a deep tactical game, random maps could basically put you into very weird, situations and not like orthodox for, balancing units. Nein, es sagt er, ja, Zufallskarten sind ja schlecht, weil man kann ja da in Situationen geraten, ne, die nicht gebalanced sind. Weil das ist ja das Schöne an Zufallskarten. Das ist ja das Schöne an den Zufälligen, dass man halt sich anpassen muss, ne? Schrecklich. There's a third clip, right? Yes, there is. The third clip is kind of
this is essentially what many people will see of their first view of the game. This is essentially mission 1, as Carleon introduces himself and to his new Primus people who he's there to bail out because they've got themselves into a bit of trouble. Yeah, so it's only short, but it gives you a good flavor of a different environment and more. Das Tutorial gibt es wohl in der ersten Mission anscheinend, so wie ich das verstanden habe. Man so ein bisschen den Hauptprotagonisten kennenlernt. So. Oh, jetzt haben wir mal Sound gehört hier. Also zumindest, ich habe das Gerät noch gar nicht gehört bisher. Beteiligen uns hier. Tyraniden kommen von allen Seiten. Überlegt, wie er sich am besten hier quasi aufstellt. Da konnte er nicht durchlaufen, weil er da dann durch die Zone of Control durch müsste. Durch die Kontrollzone von den Tyraniden hätte er da einen Schlag abbekommen. Deswegen geht er da hinten dann und geht auf Overwatch in die Richtung, falls sie sich nähern. So, da ist Carleon. Lots of places in the game where if hit someone really, really hard, there's a good chance you'll interrupt them or stun them. So if they come into Overwatch and they get hit really hard, there's a good chance you'll basically strip them of their movement points and action points and really stop their charges in its track. And so we're here, Carleon is basically going to go in there and give these guys a bit of a lesson and introduce himself to the campaign. Ja, das ist quasi dann hier. So here they've got to try and run away. They don't do a particularly good job. And they get suppressed because they took beyond the threshold of damage. So actually they lose their turn. Genau, wenn man suppressed ist, also verliert man wohl den Zug, wurde auch gleich schon erzählt. Die werden jetzt im Nahkampf hier angegriffen, können sich da auch wehren ein wenig mit den Rifles. Die konnten, genau, die konnten sich richtig gut wehren. Aggressoren. Okay. Squad ready. Except the other thing you kind of might see on the dots on the ground is kind of there's the white dots where you can move to, and there's the red dots around the outside. All of the units kind of have an option to trade in AP for a bit more running time. So if maybe you need to get somewhere really fast, you can basically lose your action point and get an extra movement point just to push yourself. Also man kann wohl auch quasi einen Aktionspunkt opfern, um sich weiter bewegen zu können, so eine Art Dash-Move. Falls man unbedingt irgendwo abhauen möchte oder sowas. Oder aus irgendeiner Reichweite rauslaufen möchte. Ja. So. Right, we're back. Yes. I think there's kind of a few more questions. Is there visible damage in the unit? Das ist sichtbaren Schaden in den Einheiten. Just trying to you see there's certainly lots of blood and sparks that come off people. People don't lose arms, as it were. Man verliert keine Gliedmaßen oder so, aber die Leute bluten halt und so. Ja. In terms of a recurring question is, what is the plan, the long term? Das ist der Langzeitplan für das Spiel. It's just not launched yet, but of course in our minds we've got a lot of very. Natürlich haben sie eigentlich wieder irgendwelche Pläne und Ideen, wenn das Spiel erfolgreich wird, das da weiter auszubauen. Opening up a new franchise, that's for sure. You've seen how I've done Gladius. Whenever we. Im Prinzip ist das halt die Frage, dann wird es die Season Expansions geben, ja. Gameplay and just to bring some more gameplay elements to the product. So it's not only about dropping in more units. It's really about trying to flesh out the world of a game that we're trying to build. So it's a long-term project. Of course, the game releases on main PC May. And then we've got the console versions coming out in July or so. Ja, Konsolenversion wird es davon auch noch geben im Juli. In der Sommerzeit. Das sind die ersten Schritte für das Spiel. We'll see from there. Yes. We're very excited. I mean, this is a very short time frame, right? We're announcing this. Wir sagten, dass es jetzt eine sehr kurzfristige Sache ist, weil sie das jetzt im Februar ankündigen, um es im Mai zu veröffentlichen. Doing a beta, which is going to sort of focus. We're going to focus on it like 100% now. So feedback, subscribe to the beta. We are going to drop more people as we go. So as always, it's people that matches.
Ja, wie immer bei den Betas, ne, wenn man sich jetzt quasi anmeldet, wird man nach und nach hinzugefügt in die Beta, so wie es bei allen Spielen machen. In terms of when we're going to give a game out for streaming, this is basically going to happen just much closer to release. Ja, streamen wir das auch dürfen, nur viel näher am eigentlichen Release. Alpha footage, so we have to make sure that what we deliver for streaming is like nearly final. Ja, das werdet ihr hier auf dem Kanal sehen, ne? Other questions? Mod support? Mod-Unterstützung? Gibt's sowas? Not on day one. Nicht an Tag 1. Sie wollen erstmal das Spiel fertig machen. Ist optimal der Fokus fürs Erste. Done as best we can. Mod support. Well, we found with Gladius it's possible with Games Workshop. They will lean into it, but not for day one. Why did you decide on such a short release window? Well, one of the things is that we are more willing to announce a game when we have stuff to show. So same goes for Distant Worlds. We've showed you a couple of weeks ago. It is close to release because there is stuff we can show you instead of just flag a little bit of a game of a teaser trailer, and that's it. It's essentially certainly for Battlesector, the game has been playable and like this for months, but ist ja die Frage, warum sie das jetzt so kurzfristig quasi announcen. Es ist halt, erzählt halt, ja, das Spiel ist eigentlich schon seit Monaten spielbar, erzählt er jetzt, aber sie wollen es halt erst zeigen, wenn es wirklich was zu zeigen gibt, ordentlich, ne? Good enough. We had thought about starting a beta earlier, but we actually wanted to get really that feel it's like this nucleus of everything is there, so that when people are giving the feedback on what the game is, what the game could be. Yeah. We still got 3 months of beta to go, so that's not a small amount of time. There's plenty of time there to make the game the best it can be. It's already pretty good. It's an interesting question. How do we build the roster for Marines and Tyranids? Wir haben die Armee-Raster gebaut für die Tyraniden und für die Marines. Wie wurden die gebaut? Well, don't forget, when we were starting this, Primaris was still very much a new thing. Als das hier anfing, waren die Primaris ja noch ganz neu. Was ganz so lange her stimmt eigentlich. So what we generally try to do is pick the most interesting variety that we could for them. So we knew we wanted to focus our story around. Sie haben sich halt bemüht, die interessantesten Varianten hier auszuwählen. So many of the people, so many. Genau, bei der Devastation of Baal sind eine ganze Menge Blood Angels umgekommen. Blood Angels und Nachfolger-Chapter. Manche wurden völlig ausgelöscht. What would it be like to suddenly be an old hand of a Blood Angel suddenly presented with these new magic men? Und sie wollten es halt ein bisschen anfangen, als einer der Oldschool Blood Angels unterwegs zu sein und jetzt quasi die Primaris zu übernehmen. Ne? We've gone for is which of these units could we put in there and present that contrast between. Es ging also, welche Einheiten kann man einsetzen, um den Kontrast zwischen den beiden Space Marine Arten schön darzustellen. Ja. And suddenly instead he's got all these guys that Call has just dropped on him from orbit and said, these are Blood Angels now. Are they? Are they really? And that's kind of how we started with the Blood Angels roster of how can we build the story around it. And then the Tyranids, yeah, it's very much a case of gives it a good balanced roster, which are cool. Ja, man Tyranid macht halt so, ja, was kann man gut balancen, ne? Basically one of my favorite units in some ways. Yeah, exactly. There's a lot of that as well. In terms of environments, how varied. Spielumgebungen, wie unterschiedlich werden die sein im Spiel? Is there only questions? Is there only wird das alles nur rot sein? Yes, there's always red stuff. But no, Battlestar isn't a desert planet. There's actually quite. Battlestar ist keine Wüstenplanet. Es gibt da durchaus verschiedene Sachen. Canyon-spanning gates. Riesige Canyon, umspannende Tore, Mauern, Screenshots. Städte. Wonderful river flowing down it that happens to be stained red from the blood of all the people who've died in it. Es gibt rote Flüsse, die vom Blut, ja, natürlich, ja. Inside ones, interior ones, and flushing out Genestealer hives. Das sind Genestealer Hives, muss man wohl auch einbrechen. Also, ich bin halt gespannt, weil es sah halt alles sehr rot aus. Ne? Das ist schon ein bisschen trist auf die Dauer. Join the Discord, join the Beta, get the game on the wishlist. Genau, Wishlisten können das auch schon. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung hier zu Steam. Get people in, get them playing, get their feedback. And I said, you might not come in, we might not add you in day one. I like to add people in stages, so people always get fresh eyes coming into it. So you might not get your good news tomorrow, but you might get it in a month. So we love to hear from you.
Right, so guys, just to wrap it up, Battlesector, Warhammer 40,000 Battlesector is coming out in May on PC. You can wishlist Genau. now Im Mai auf PC kommt das Ganze raus. Man kann es jetzt wishlisten. wishlist on our site as well. You can subscribe to the beta on Ich denke, dass wir dann jetzt auch schon fertig sind hier mit dem ganzen Stream für heute. Zumindest mit dem hier. Discord. Immer noch was vor. Make sure that you follow the game as well on Steam so that you get all the news. As in next meetings, next showcases we've got of course our traditional appointment tea time on Thursday at 4 Ansonsten haben wir natürlich die üblichen Slytherin-Streams. Und nächste Woche Dienstag We have a special gibt es ein Showcase. for like hardcore war games where you will update you on, you know, a lot of Also nächste Woche ist quasi eher normales Matrix-Zeug jetzt, ne? Keine krassen neuen Ankündigungen zumindest. Ja, und ich denke, ich werde mich dann aus diesem Stream hier das auch gleich schon langsam verabschieden. on the other side of the moon as In einer halben Stunde, ja. and make sure you follow the channel. There is a full In einer halben Stunde werden wir dann wieder da sein, 19:30 Uhr mit Pathfinder 2, ja, also Pathfinder Wrath of the Righteous Beta. Battlesector from now. Schauen wir uns dann an. Also ja, stay tuned, ne, nach dem Motto. Thanks David for joining us, It's a pleasure, Marco. and we will see you next time. Genau. Ja, und die sind auch wirklich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt das Ganze hier verstanden. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in einer halben Stunde, wenn es weitergeht, beziehungsweise wir mal in Pathfinder Wrath of the Righteous reinschauen. Ich bin super gespannt. Ich frage mich, ob wir in den 2 Stunden, die ich heute dafür eingeplant habe, überhaupt aus dem Charaktererstellung-Dinger rauskommen. Es gibt nämlich viele, viele Möglichkeiten. Da habe ich schon ein bisschen vorne reingeschaut und diese ganze Serie soll dazu gelten, ja, für uns zu entscheiden, wie wir dann spielen, wenn das Ding rauskommt. Also bis in einer halben Stunde. Wir sind da. Ciao, ciao. Euer Torn.